Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Wir haben gehört, das Stadtbild ist ein Riesenthema bei euch und da haben wir mal unsere Töchter gefragt. Genau, viel Spaß bei diesem Video. Viel Spaß dabei. Die 8 Miles in Texas, der Weg war nicht leicht. Doch jetzt stehen sie hier unter dem weiten Himmel, unendlich und weit. Von der Kohle zum Staub, vom Bergwerk zum Wind. Texas ist jetzt hier zu Hause, wo der neue Traum beginnt. Also wenn das mal kein Cliffhanger war, weiß ich auch nicht, oder? Absolut richtig. Aber wir wollen gar nicht über das deutsche Stadtbild sprechen, sondern wir wollen eher über das sprechen, worin wir uns zurzeit gut auskennen, nämlich Austin. Austin in Texas hat auch ein Stadtbild. Das entscheidet sich sehr, sehr wesentlich von deutschen Stadtbildern. Aber was genau unterscheidet denn so eine amerikanische Stadt wie Austin vom Stadtbild in, sagen wir mal, Essen, Castrop-Rauxel, Koblenz oder Kassel? Oder Berlin oder Hamburg oder Hannover. Man muss viele Städte sagen, dann ist das gut für den Algorithmus. Ist das so? Keine Ich wusste Ahnung. das gar nicht. Also Naja. bevor wir hier loslegen, muss ich mir eins dazu sagen. Die Tina hat sich diesmal nicht vorbereitet. Das ist also ein Sprung ins kalte Wasser für sie. Das macht die so ein bisschen unkomfortabel. Ne? Aber Ja, total. wir kriegen das schon hin. Das war so, ey, komm Tina, lass uns schnell ein Video drehen, weil morgen haben wir ja Mittwoch. Und, Ich habe gar nicht gesagt schnell. Ich habe gesagt, ich habe Mittagspause und mir ist ein Call abgesprungen. Lass mal schnell ein Video drehen. ja, genau. Und naja, gut, Podcast-Style heute. Also wir würden uns über angeregte Diskussionen hier freuen. Hier drunter könnt ihr schön kommentieren, wie ihr das seht mit dem Stadtbild. Aber ich möchte euch bitten, das höflich zu machen und sachlich und keinen Kommentardurchfall hier hinzurotzen. Ja, genau. Es soll ja, im Grunde genommen nehmen wir das alles mit dem Augenzwinkern, was da gerade passiert. Und wir bitten euch, das auch zu tun. Genau, also das ist ja wirklich so. Ne? Also wir sind ja ein ganz lieber Kanal und wir machen das ja sehr amateurhaft hier. Ne? Und Ja. Das soll auch so bleiben. Und ich habe keine Lust, mich jeden Tag hier hinzusetzen und 5 Stunden lang Kommentare zu löschen oder zu melden. Ne? Also, Hat das denn auch was mit dem Stadtbild zu tun? das hat auch was mit dem Stadtbild zu tun und darauf gehen wir jetzt ein. Ja. Nein, aber vielleicht fangen wir mal ein bisschen strukturiert an. Oh, danke. Ich liebe Struktur. Ich weiß. Also fangen wir mal an mit, was macht ein Stadtbild aus? Das sind erst einmal die Häuser. Denn ohne Häuser hast du überhaupt gar kein Stadtbild. Absolut richtig. Was macht denn das Stadtbild von Austin deiner Meinung nach aus hier? Was Häuser und Architektur angeht. Was Häuser und Architektur angeht, in Austin, das ist eine Mischung zwischen alt und neu. Also Wie bei dieses, uns. ich bin neu, du bist alt. Das kannst du. Nein, aber die Häuser, weißt du, du läufst durch die Straße und siehst halt noch ganz viel vom alten Austin, was super charmant ist. Diese alten Südstaaten-Villen, die alten Südstaaten-Häuser, alles so ein bisschen mit Säulen und wunderschön auf der einen Seite und dann direkt daneben aus Glas Hochhäuser, super modern, in den wildesten Formen. Ja, das finde ich, das macht das Stadtbild häuserweise hier aus. 100%ig. Und was ich finde, ist, also im Gegensatz zu New York, ne, also wenn du durch New York läufst, dann hast du ja diese Häuserschluchten, ne, wo du ganz weit nach oben gucken musst, damit du die Sonne siehst. Und ich finde, Austin ist tatsächlich, man erkennt, dass Austin eine texanische Stadt ist, weil du überall trotzdem diese Weite hast. Ja. Also du siehst überall viel Himmel, ne? Und die Häuser sind zumindest in Downtown, also jetzt in der Frontline zum Colorado River, sind die schon hoch. Ne? Ja. Das schon. Aber dahinter, da geht's eigentlich, ne? Sodass du geht's. eigentlich immer den Himmel siehst und du siehst eigentlich immer das Kapitol und die Uhr, also den Turm von der UT. Ne? Genau. Allerdings, wenn du so ein bisschen mehr jetzt zu diesem neuen Viertel bei wie heißt das, Rainy Street hingehst, da entsteht schon so ein bisschen Häuserschluchten, finde ich. Ja, das ist an der I-35, ne? Das ist Ja. auch nicht schön, finde ich. Also das ist einfach, klar, das wird immer mehr zu einer richtigen Großstadt. Also ich meine, Austin ist eine Großstadt, ne? Wir haben 1 Million Einwohner, ne? Aber es war halt immer so, und das wird auch lange Zeit so bleiben, dass man trotzdem das Gefühl hat, das ist eine kleine Stadt. Ja. Also ich sag mal so, das ist so, wenn du aus dem Ruhrgebiet kommst, denkst du, das ist wie Mülheim an der Ruhr. Es ist aber eine Millionenstadt. Absolut richtig. Und es hat aber auch wirklich den Charakter einer Kleinstadt als Großstadt getarnt. Ja, und das ist halt die Hauptstadt, ne? Es ist die Also Hauptstadt. die Innenstädte in Deutschland, wenn man die mal vergleicht, ne, dann kommt es natürlich darauf an, wo du bist, ob du in Bayern bist oder im Ruhrgebiet oder im Norden. Ne? Aber die sind halt sehr, ja, da sind halt viele 70er Jahre Bausünden, finde ich. Ne? Also wenn du durch Essen gehst, die Innenstadt da, ne,
ist klar, das verfällt alles, weiß ich, ne? Aber du hast halt viel diese Betonklötze aus den 70er Jahren. Und ich finde, das hast du hier nicht. Ne? Also du hast viel mehr moderne Gebäude und du hast viel mehr, was du sagst, so diesen alten Western-Flair-Gebäude mit den Südstaaten. Ich erinnere mich immer an Forrest Gump. Ne? Ja. Immer wenn ich an diesen Häusern vorbeilaufe, erwarte ich eigentlich, dass so eine Mutti da sitzt in so einem Schaukelstuhl, liest und strickt oder mit einer Schrotflinte auf den nächsten wartet. Absolut, und das in Downtown, wirklich. Also das ist wirklich wahr, wenn du so ein bisschen gerade am Univiertel vorbeifährst, da sind halt viele von den alten Häusern, Tarrytown. Gehört zum Stadtbild, finde ich sehr, sehr charmant und sehr schön. Jetzt muss man auch dazu sagen, ne, die amerikanischen Städte, die haben halt einen Vorteil. Da ist nie eine Bombe gefallen. Ja. Ne, also während Deutschland ja im Ersten und Zweiten Weltkrieg die Städte ganz schön gelitten haben, ja, ne, und wieder neu aufgebaut worden sind, übrigens von den Trümmerfrauen und nicht von, ihr wisst schon, ich weiß. Ist das halt tatsächlich so. Die haben halt hier wirklich noch teilweise alte Holzhäuser. Ja. Wenn die Termiten die nicht gefressen haben. Wenn die Termiten die nicht gefressen haben. Nein, aber die stehen auch schon seit 100 Jahren. Also das muss man wirklich sagen. Die Austener, quasi die Congress Street, da die ersten großen Gebäude. Avenue? Dankeschön. So viel Zeit muss sein. Da ist es auf jeden Fall so, dass ein paar Häuser da schon seit 100 Jahren stehen und das sind Holzhäuser, also passt schon. Ja. Und also das zum Thema Häuser, ne? Stadtbild. Du merkst schon, das ist schon exorbitant anders als in Deutschland, ne? Weil das halt auch eine andere, also wir sind halt 10.000 Kilometer weg hier, ne? 8.900 irgendwas. So, und das Zweite, was halt auffällt, was so ein Stadtbild erheblich prägt, sind Autos. Oh ja, die Autos, die sind riesig hier. Also riesig. Ich dachte ja immer, in Deutschland haben wir ein SUV gefahren, kann man ja mal zugeben. Ja, also Benzinschleuder. Diesel haben wir. Ach ja, Diesel war das. Diesel. Ja. Du hast ja recht. Fährt hier kaum jemand Diesel. Erzähl ruhig weiter. Ich trinke mal eben mein H-E-B Unsweetened Sparkling Water. Das ist keine Werbung. So, auf jeden Fall. Hier sind die Autos riesengroß. In Deutschland dachte ich, dass unser Auto groß wäre, das hier ein Kleinwagen. Also wir fahren hier auch ein Auto. Viele von euch fragen immer, was fahrt ihr denn für ein Auto? Wir fahren ein Tiguan SE. Ist das so? VW, ein Volkswagen Tiguan All Space und ein Jeep Cherokee. So. Und das sind hier echt das ist doch gar kein, was wir Autos fahren. Ja, aber das sind so echte Mittelklasse, also von Mittelgröße. Ja, klein, das stimmt. Also neben dem F-150 sieht das schon... Das sind die Dinger, die hinten beim F-150 auf die... Aber das ist auch egal, das spielt ja auch keine Rolle. Ne? Nein, aber das prägt das Stadtbild, dass hier echt viele große Trucks unterwegs sind. Viele große Autos, so diese ganzen Escalators. Autos. Mein Gott, auf jeden Fall, das prägt das Stadtbild extrem, finde ich. Also die Straßen sind aber auch breit genug, was das Stadtbild auch prägt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also die Straßen sind breit genug und es gibt hier nicht so einen TÜV wie bei euch. Ne? Das heißt, hier fahren auch manchmal ganz sehr ungewöhnliche Autos. Weißt du, also Monster-Trucks habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber du siehst halt schon so aufgebockte Pickup-Trucks mit so fetten Reifen da. Ne? Ja. Das macht schon so ein Stadtbild. Ne? Oder auch total kaputte Autos. Also was analog ist zu den deutschen Städten ist, du hast auch immer so 1, 2 Straßen hier in Austin, wo auch geflext wird. Ne? Ja. Also Congress Avenue, wenn wir im Corner, das ist unsere Lieblingsbar. Ne? Ja. Also ihr habt eine gute Chance, uns da mal zu treffen. Jetzt nicht jeden Tag, ne? Aber wir sind öfters da. Dann habt ihr schon die Chance, dass da auch so ein paar... Jugendliche mit ihren Autos flexen und den Motor aufheulen lassen. Ja, ne? Das sind dann tatsächlich, also nicht nur da, sondern auch oben in der Domain. Das sind diese 2 Sachen, wo du gerne mal flexst. Dann siehst du dann aber auch wirklich so Autos, die so teuer sind, dass sie, also wirklich richtig teuer. McLarens und wie sie alle heißen, Ferraris und so weiter, die fahren dann da einfach ganz normal rum. Die heizen aber dann auch. Ne? Also die heizen jetzt nicht, weil heizen ist ja doof, ne? Aber die fahren natürlich aus dem Stand, drücken die einmal aufs Gas und das heult natürlich. Also interessiert ja auch keine, weißt du? Und das ist einfach auch so, auf der Congress Avenue, wer euch mal die Karte anguckt, ne? Die Congress Avenue geht halt vom Fluss zum Kapitol hoch, das ist die Congress Avenue. Du guckst also die ganze Zeit auf dieses Kapitolgebäude und da könnt ihr euch vorstellen, weil das der Landtag ist, diese Straße wimmelt von Polizisten. Da sind unfassbar viele Cops, die mit ihren Autos daherfahren und es interessiert keine Sau, ob die da Gas geben. Also bei Gas geben sagen die schon was, ne? Aber ob das laut ist, wie das aussieht, die haben auch... ganz viele Autos mit diesen LED-Beleuchtungen darunter. Ja. Weißt du, das sieht einfach auch cool aus. Also das prägt tatsächlich auch ein Stadtbild. Absolut. Aber was in Austin auch noch ist, und das glaubt keiner, das glaubt uns wirklich keiner, und ich habe schon oft Kommentare bekommen nach dem Motto, ja, hier Amerika, nur Autos und so weiter. Nee, Fahrräder.
In Austin gibt es extremst viele Fahrräder. In der Innenstadt. Also wir reden ja nur über die Innenstadt. Ne? Genau, wir reden jetzt gerade von Downtown. Hier ein Fahrrad ist super, ne? Aber hier ist ein Fahrrad ein Sportgerät, ne? Weil ich kann nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, das funktioniert nicht. Naja, aber ich kann mit dem Fahrrad schon irgendwie hier zu Freunden in der Nachbarschaft und so weiter fahren. Also ja, aber in Downtown, du hast halt wirklich große Fahrradspuren, die auch gesichert sind gegen Autos. Also wirklich, dass ein Fahrradfahrer nicht aus Versehen von einem Auto angefahren werden kann. Du meinst diese Plastikböller, die da stehen? Die Plastik und aber auch so diese auf dem Boden, muss man gucken, das sind so Bordsteine, so hochgezogene Bordsteine, wo die Fahrradfahrer dann wirklich, und das in jeder Straße, also so, dass man dort sicher Fahrrad fahren kann. Du kannst auch in Austin gibt es auch sowas wie die Seerunde. Ne? Also ihr wisst ja, wir kommen aus Essen, ne? Da gibt es ja Ballner See, Seerunde, weiß nicht, 11 Kilometer. Das ist hier 20 Kilometer die Seerunde und das ist kein See, das ist der Fluss. Ne? Aber da kannst du natürlich auch hervorragend Fahrrad fahren. Ne? Ja. Also das schon. Und das ist eigentlich auch der nächste Punkt. Ne? Also neben den Autos und Fahrrädern und den ganzen Leimrollern, die gibt es in deutschen Städten. Und die Rikskas? Ja, die Rikschas. Rikschas? Ja, genau, die finde ich auch toll. Zum Beispiel, wenn du von einem Event kommst und die sagen dann immer, sollen wir dich irgendwo hinfahren, haben wir auch schon mal gemacht. Ne? Also das ist so, das ist echt schön und auch so Austin. Das stimmt, also das prägt natürlich alles ein Stadtbild. Ne? Ja. Kommen wir zu den etwas nicht so schönen Sachen, was ein Stadtbild prägt. Und das sind bevor wir zu den nicht so schönen, lass uns doch noch über Menschen sprechen, weil Menschen... Ja, da wollte ich ja gleich hin, sind ja die nicht so schön. Nee, das sind aber auch schöne Sachen. Ja, aber in Deutschland ja nicht. Nein, aber hier sind auch, also was ich hier an den Menschen, oder was auffällt in Austin ist, dass wir überwiegend junge Menschen haben. Also guck mal, als wir spazieren waren, gestern, wir waren die alten Säcke. Ne, es waren wirklich nur junge Leute auf dieser Seerunde, die ihren Sport gemacht haben. Und das fällt in Austin halt extremst auf. Das ist ja auch eine Studentenstadt, ne? Das darfst du nicht vergessen. Also die Uni ist natürlich in Downtown und natürlich ist der Anteil junger Menschen höher als älterer Menschen. Ja, aber das ist zum Beispiel für mich als aus dem Ruhrpott kommend, wo die Gesellschaft schon etwas älter war, vor allen Dingen in Essen oder wo ich herkomme, da waren schon viele Ältere. Ja, das stimmt. Also ja, und jetzt sind wir in einer Stadt, wo sehr viele junge Leute sind. Das macht auch was mit dem Stadtbild. Es ist sehr viel dynamischer hier. Aber ist das gut oder schlecht, weiß ich nicht. Also nein. Ich habe gerne ein paar Omas und Opas um mich rum. Also alles gut. Ja, auf jeden Fall. Aber es fällt halt extremst auf, dass die Stadt sehr, sehr jung ist und dadurch ein bisschen, keine Ahnung, innovativer, dynamischer, ich weiß nicht. Also ich glaube, die Faktoren, dass Austin eine Universitätsstadt ist und der Campus mitten in Downtown ist und dass Austin die Hauptstadt der Tech-Industrie ist, neben dem Silicon Valley, ne, verjüngt die Sache natürlich. Ja. Das auf jeden Fall. Ne? Aber Ältere gehen dann halt lieber auch so South Congress in die Bars und in die Kneipen oder was. Ne? Aber das jetzt oder in die Domänen. Ne? In die Domänen, ja genau. Da sind natürlich auch Geschäfte, weil was soll so ein Öpperken und Ömmerken in Downtown rauf und runter laufen? Ne? Also das passt einfach auch nicht. Ne? Es gibt schon alte Menschen da, ne? Nur es geht ja ums Stadtbild. Ne? Und das ist tatsächlich, da hat die Tina recht, das fällt auf, ne? Dass sehr viele junge Menschen da sind. Hinzu kommt natürlich, dass die Partymeile der Stadt natürlich sich auch mitten in Downtown befindet. Also die 6th Street, West und East, ne, sind so die Partymeilen hier. Und natürlich sind da mehr jüngere Leute als ältere. Und das ist ja völlig nicht wertend, aber es fällt halt einfach auf, dass Austin sehr jung ist, vom Stadtbild her. Auf jeden Fall. So. Aber du wolltest jetzt gerade noch was sagen. Siehst du, wenn wir nicht vorbereitet sind, dann ist das so. Nein, alles gut. Also was mir halt aufgefallen ist, ne, so das sieht man in deutschen Städten, finde ich, nicht ganz so krass wie hier. Ne? Und das sind tatsächlich die Obdachlosen. Ne? Also ihr wisst ja, die Schere hier kann sehr schnell, sehr weit auseinandergehen. Ne? Und es gibt schon viele Obdachlose hier. Nicht so viele, wie ihr glaubt. Ne? Also ich habe ein YouTube-Video gesehen, wo einer so durchgegangen ist und sagt, hier überall auf der Ecke liegen hier Obdachlose. Das stimmt nicht. Ne? Also die haben ihre Ecken da, na klar, wie in jeder Großstadt auch. Ne? Meistens sind die unter der I-35, unter den Brücken da haben die ihre Zelte aufgeschlagen. Ne? Der Staat hat jetzt angefangen, die abzuräumen, ne, habe ich heute gelesen, dass der Governor hier aufräumt. So, die Frage ist halt, was willst du mit denen machen? Wo willst du mit denen hin? Ne? Also du verdrängst die ja nur aus den Städten raus. Ne? Aber das prägt halt auch tatsächlich ein Stadtbild. Also das prägt Los Angeles wahrscheinlich mehr und San Francisco mehr als Austin. Aber die Menschen haben schon ein ungutes Gefühl, wenn da viel davon ist. Aber es liegt nicht daran, dass sie nur obdachlos sind. Also weil das ist ja nicht
das ist ja nicht das, was erschreckt, sondern es ist halt Fentanyl, ne, was das mit Menschen macht. Ja. Und das siehst du halt hier leider. Und die Krise, die ist tatsächlich da. Ja, absolut. Und also das prägt auch das Stadtbild. Das wollte ich als nächstes sagen. Ne? Also die Obdachlosen sind ja, klar, du kannst schnell Obdachlosen werden hier, ne? Aber du hast auch schnell Hilfe hier. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du keine Hilfe kriegst. Wenn ihr in Austin in der Innenstadt seid, dann werdet ihr sehr, sehr viele Sozialarbeiter sehen, die mit den Menschen sprechen, mit den Obdachlosen sprechen. Ne? Aber ich habe manchmal den Eindruck, das ist vergebene Liebesmüh, weil obdachlos ist ja eine Sache. Ne? Aber die Frage ist erstens, warum sind die obdachlos? Und zweitens, warum sind die immer noch obdachlos? Und da spielen leider Drogen eine Rolle. Ne? Und das ist halt, ich finde, schlimmer als in Deutschland. Ja. Ne? Weil also Fentanyl ist tatsächlich hier ein Thema. Das ist jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen. Ne? Ihr seht das in den Straßen. Nicht so extrem, ne? Ihr müsst jetzt keine Angst haben da, ne? Aber es gibt tatsächlich Ecken in Austin, wo ich denke so, oh, ihr seid total lost. So, dann kannst du noch so viel Sozialarbeiter sein und mit denen zureden, die sind gar nicht aufnahmefähig. Ja, genau. Was super schade ist, weil Austin hat tolle Projekte, gerade so diese Tiny Homes. Da werden wird Obdachlosen geholfen. Die dürfen dort einziehen in diese Tiny Homes und werden Teil einer Community und werden dann quasi wieder auf die Füße gestellt. Das finde ich ein super tolles Projekt. Und, also ich sag mal so, wir haben ja jetzt ein bisschen Vergleich. Ne? Also im ersten Jahr, wo wir hier waren, fand ich, war das mehr als das jetzt ist. Also ich finde, die Obdachlosigkeit ist gefühlt, ich weiß, ich kenne keine Statistik, ne? Ich rede ja nur von meinem Empfinden, ne? Ist zurückgegangen. Ne? Oder die sind woanders hin, wo man die einfach nicht trifft. Das kann natürlich auch sein. Ne? Aber ich kann mich, also ich hatte ja mal ein Büro an der 501 Congress Avenue, ne? So, und das hat man irgendwann geschlossen. Das war so ein Coworking Space, wo ich ein Büro gemietet hatte. Ne? Und da gab es dann 2 Eingänge, dann gab es irgendwann nur noch einen Eingang, weil in dem einen Eingang immer ein Obdachloser oder die Obdachlosen immer reingegangen sind und dann sind die auf Toilette gegangen. Einer hat sogar mal in den Gang da gepinkelt, ne? Sondern hat man immer mehr aufgerüstet. Ne? Dann hat man einen Security angestellt, dann musste man hinten rumgehen, dann hat man keine Karte gekriegt, dann musste man anrufen, dann musste der Empfang kommen und irgendwann hat man gesagt, das ist zu krass hier, das machen wir zu. Ne? So, das gibt es nicht mehr. Also das stimmt. Alles um diese 501 Congress Avenue ist pico-paco sauber hier. Ne? Aber es gab halt Zeiten, wo ich gedacht habe, Alter, das nimmt ganz schön Überhand hier. Das hat man in den Griff gekriegt. Genau, durch auch viele Investitionen, die sie insgesamt in die Stadt packen, was auch Feste angeht und so weiter. Auch das bisschen windig hier. Auch das prägt ein Stadtbild, dass hier immer was los ist. Dass hier ständig irgendwelche Feste sind, dass hier, die ganze Stadt sehr lebendig ist. Ja, und das ist das, was ich auch sagen wollte. Ne? Also wenn man die Innenstädte von Deutschland vergleicht, dann gibt es ab und zu mal vielleicht ein Stadtfest oder sowas. Ne? Und ich habe den... Ja, ab und an mal ein Stadtfest. Also da, wo wir aus Essen herkommen, Essen Original, Weihnachtsmarkt, also da kann ich auch ganz viel das ist halt alle 2 Monate mal eins. Ne? Ja. So, aber ich habe den Eindruck, hier in Austin passiert jedes Wochenende irgendwas. Ne? Weißt du, in dem Silka Park ist jeden Tag irgendwie ein Event. Ne? Ja. Also du hast viel mehr Action und du bist viel mehr kulturell eingebunden als in den Städten, die wir in Deutschland kennen. Ne? Ja, mag bestimmt irgendwo in Bremen auf dem Dorf oder so weiter anders sein. Aber Bremen soll Horror sein. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich war noch nie in Bremen. Aber... Nein, was hier so schön ist, ist, dass ständig irgendwo was los ist und dass überall mal ein Pop-up aufmacht, hier ein Pop-up, dort ein Pop-up, sei es Retail, also Geschäfte, Pop-up-Geschäfte oder Bars oder Restaurants oder auch Kosmetik, keine Ahnung, oder von High-Fashion-Brands irgendwas. Also es ist immer irgendwo was Spannendes, was Neues, worüber die Stadt dann auch redet. Ja, es ist halt Business. Ne? Also die Stadt ist halt, also die amerikanischen Städte an sich, die sind schon aktiver, was Geschäftstüchtigkeit angeht. Ne? So, und das macht aber auch eine Stadt lebendig, ne? Weil halt immer wieder passiert. Auch die Restaurantszene, die ändert sich halt immer wieder, ne? Weil die Menschen immer wieder nach neuen Impulsen schreien. Ne? Also das ist schon, also das Stadtbild hier ist lebendiger, was das angeht, was man in Deutschland sieht. Aber kommen wir zu den Menschen. Zu den Menschen. Die Menschen sind höflich, freundlich und lachen den ganzen Tag. Und das ist wirklich auffällig, wenn du über die Straße läufst. Also dieses typische gibt es hier sehr, 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 sehr selten. Gibt's auch. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass alle immer gute Laune haben hier, ne? aber das ist schon sehr auffällig, was die Tina sagt. Das stimmt schon. Ne? Also erstens, die lächeln immer alle, die sind immer, also der Amerikaner an sich, der will dir immer ein gutes Gefühl geben. Ne? Selbst wenn er dir ein Messer in den Rücken rammt, er will aber, dass du ein gutes Gefühl dabei hast. So, aber das stimmt wirklich so. Also wenn du über die Straße gehst, ne? Also Tina hat oft mittlerweile ein Kleid an. Hätte sie in Deutschland, hätte sie nicht so viel. Aber das gehört, also das ist einfach hier so, ne? Weißt du, so ein bisschen Südstaaten-Outfit, ne? Und die Klamotten. Weißt du, die Menschen machen sich hier einfach hübsch. Immer. Finde ich. Also es gibt gibt auch abgewrackte Typen, ne? Das ist nicht die Regel, ne? So, und du kriegst halt dann auch Komplimente. Weißt du, da sprechen wildfremde Menschen
meine Frau und sagen, boah, ich liebe dein Kleid, das sieht super aus und sowas. Weißt du, und das passiert sehr häufig. Das ist keine Ausnahme mal, ne, sondern passiert regelmäßig. Und das gibt dir einfach auch ein gutes Gefühl, ne? Ja, die Freundlichkeit. Und irgendwann machst du mit und gibst selber Komplimente und weißt du, und das ist dann Bei der einen, die letztes Mal ihre Leggings anhatte, ne, da habe ich gesagt, hey, aber ein nettes Pöpöchen, junge Frau. Habe ich direkt eine geschallert gekriegt. Ich so, hey, die sagen doch alle, sieht gut aus. Kann ich doch auch sagen. Das ist mir übrigens auch aufgefallen, kleine Side-Anekdote. Die Mädels und Frauen hier, ne, die gehen immer in so in Gym-Outfits, also in Fitnessstudio-Outfits, gehen die teilweise auch zum Lunch. Ne? Dann haben sie ihre Flasche hier, ne, und haben dann ihr, weiß ich, wie heißt diese komische Nussmarke da, diese Fitness-Nuss-Idioten-Marke? Fitness-Nuss? Ja, die Nüsse tragen hier. Hier, diese Marke. Lululemon. Lululemon, genau. Die Idiotenmarke. Das ist, wer Lululemon trägt, der lässt sich von Chinesen abzocken. Wirklich, das ist, also egal. So, auf jeden Fall tragen die dann ihre Klamotten und haben ihr Getränkchen und haben ihre Kappe auf und dann sitzen die dann in ihrem Caféchen mit ihren Gym-Sachen. Ich sage, Alter, geh doch mal duschen, ey. Wenn du doch gerade vom Sport kommst, musst du dich doch jetzt nicht... Aber das ist was anderes, aber das prägt natürlich auch ein Stadtbild. Ja, was dann aber auch positiv gesehen sein könnte, ist es halt sehr athletisch. Ne? Also, ja, und also du hast recht. Ja, Austin ist super athletisch. Also du siehst so oft Leute rennen und Sport machen, so dass ich ein schlechtes Gewissen kriege. Zu Recht. Hast du mich fett genannt? Nein. Vor Kamera? Nein, ich kann das wegschneiden. Mache ich aber nicht. Nein, alles gut, aber das stimmt wirklich. Ne? Also das Vorurteil, dass alle Amerikaner fett sind, kommt nach Austin und dann zeigt ihr mir mal die Mehrheit der Menschen, die hier fett ist. Ihr werdet überrascht sein, wie athletisch die Menschen hier sind und wie sportlich die sind. Ne? Klar gibt es auch dicke Menschen, ne? Zweifelsohne, ne? Aber die Mehrheit hier ist gut gebaut und sportlich. Oh ja, oh ja. Sehr. Ja, das ist ja so. Und was natürlich so ein Stadtbild auch prägt. Darf ich das sagen, oder? Ich muss mir erst mal was trinken. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht könnt ihr erraten, was André sagen möchtet und ihr schreibt das und ihr sagt das. Aber ich glaube... Wir verstehen uns doch, oder? Also jetzt mal ehrlich, das prägt ein Stadtbild wirklich. Du hast hier keine Taler-Ons. Und ja, ist so. Weißt du, mir doch egal, was die mir sagen. Das ist ein freies Land, ich darf sagen, was ich will. So, du hast hier keine bärtigen Menschen, die in einer Parallelgesellschaft leben. Ne? Du hast hier keine Jugendlichen, die sich zusammenrotten. Ne? Unsere Jugendlichen sind besser bewaffnet. So, das kommt noch dazu. Aber das prägt einfach auch ein Stadtbild. Ne? Also du hast halt, weißt du, jetzt sagen, ja, aber ihr habt ja auch hier Migrationskrise mit den Mexikanern. Pass mal auf, jetzt sage ich dir mal was. Die Mexikaner, die sind christlich orientiert. Die haben das gleiche Wertesystem wie wir. Nicht ganz das gleiche, ne? Aber darum ist das erträglicher als ein anderes Wertesystem. Und jetzt können wir mir von mir aus einen Shitstorm geben, aber ich stehe dazu. Und die sind super, super, super fleißig. Die arbeiten extremst viel mehr als wir. Ja, weil die nur einen Mini-Stundensatz kriegen. Das ist fies, nein, aber das ist wirklich so, vom Mindset her ist das eher eine Gebergesellschaft und keine Nehmergesellschaft. Oder eine Gebergruppe und keine Nehmergruppe. Aber das stimmt schon. Ne? So, und wer sich jetzt über den Stadtbildspruch unseres Bundeskanzlers aufregt, der muss einfach mal auch in andere Städte gehen, in andere Länder gehen und sich das da anguckt. Und dann wird er auch verstehen, was das heißt. Und das hat null mit Rassismus zu tun. Also wirklich nicht. Also wir sind die allerletzten, ich meine, wir sind Ausländer in einem Land hier. Ne? Also das ist wirklich bescheuert zu denken. Ne? Aber das prägt halt tatsächlich ein Stadtbild. Und wenn du aus einer anderen Wertegesellschaft kommst, ne, wo vielleicht die Frau nicht ganz so geheiligt wird, jetzt kommen wieder, ja, nee, die Frau ist total heilig, darum wird die ja so geschützt. Was ein Quatsch, das ist Blödsinn. Wirklich, die Frau wird als minderwertig da angesehen. So, aber wir reden über Amerika, mein Schatz, bevor du dich da jetzt wieder in Rage redest. Nee, wir reden über jetzt brauche ich noch mal ein Wasser. Wir reden über Austin und Austins Stadtbild und ich glaube, wir haben das ziemlich deutlich gemacht, was wir hier von diesem Stadtbild halten, dass wir uns hier super wohlfühlen. Das Gute ist ja, dass es hier extremst sicher ist. Und ich sage hier tatsächlich, ich würde meine Kinder hier nachts alleine durch Downtown laufen lassen. Da habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Auf jeden Fall. Sogar unsere Töchter. Ich gehe auch alleine durch die Straßen und ich habe niemals ein ungutes Gefühl. Es ist ganz, 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 ganz selten, dass ich die Straßenseite wechseln würde. Ja, das kommt aber nur vor, wenn du so einen betrunkenen oder auf Fentanyl-Typen hast, ja, genau. Dann wechselst du einfach Das wollte ich gerade sagen. Weil der einfach genau, weil ich mich damit jetzt nicht beschäftige. Also er würde mich als solches ja niemals bedrohen. Nee, aber vielleicht sieht er dich ja gerade als Schwein oder sowas oder und hat Hunger. Weil du weißt ja nicht, was der für wirre Vorstellungen hat. Ich weiß es auch nicht, aber ist egal. Alles gut. Also, das Problem ist ja auch, du kannst auf den einschlagen, der merkt das ja nicht. Ne? Das ist Ihr Lieben, ich hoffe, wir konnten ein bisschen Licht in die Dunkelheit bringen, wie das hier in Austin aussieht mit unserem Stadtbild, was wir sagen. Und ja, alles wie immer mit einem kleinen Augenzwinkern zu sehen.
Nicht immer alles ganz so auf die Goldwaage legen. Lieb und nett zueinander sein. Und denkt bitte immer dran, wenn ihr kommentiert, überlegt, wie ihr gesehen werden wollt. Ich meine, das Coole, jetzt sag doch mal ehrlich, ne? Wir haben das Video hier angefangen, ne? Und dann habt ihr gesagt, ach Gott, so eine weichgespülter Quatsch hier. Ne? Jetzt sagen die, bis der André Blutdruck gekriegt hat. Und herzlichen Glückwunsch, ihr habt das bis zu Ende geguckt. Wenn ihr das hier seht, habt ihr das ja obviously bis zu Ende geguckt. Ihr folgt bitte unserem Kanal, ihr folgt unseren anderen Social-Media-Kanälen, denn wir bombardieren euch mit fast täglichem Content da. Und das ist sehr, sehr interessant und wird noch interessanter, denn wir haben noch einiges vor. Es ist ein Hobby, es bleibt auch ein Hobby. Ne? Aber wir haben noch ein paar coole Ideen und für uns ist das halt ein Hobby, was man zusammen machen kann. Sollte übrigens jedes Pärchen haben, ein Hobby, was man zusammen machen kann. Und da könnt ihr mal gespannt sein auf die nächsten Tage, was da noch so auf euch zukommt. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis ganz bald, ihr Lieben. Ciao. Bye, bye.